Heute brauchen wir was für richtig hartes Gelände. Ich habe, seitdem ich diese Videos hier mache, schon einige Reifen von Mitas testen dürfen. Ein Reifen für lange Touren mit hohem Straßenanteil, der aber vor Offroad-Passagen nicht zurückschreckt. Ein Reifen, der für lange Touren mit hohem Geländeanteil gemacht ist. Und jetzt den Reifen, der Asphalt nur als Nebensächlichkeit sieht. Aber das mache ich nicht alleine, denn dafür habe ich mir professionelle Hilfe geholt, die auch den E09 fährt. Und zwar den Adrian von Offroad Journey, den ihr aus diesem Video hier kennen dürftet. Also wie haben wir ihn getestet? Als erstes haben wir uns bei mir getroffen und sind mit den voll bepackten Motorrädern auf die Autobahn mit einem klaren Ziel vor Augen. Natürlich will man die Zeit mit einem solchen Reifen nicht länger als nötig auf Asphalt verbringen, sondern zu einer Strecke, die eine richtige Herausforderung darstellt. Also ging es zu dem wohl gemeinsten Teil des Trans-Euro Trails, den Strecken voller Tiefsand des TED Niederlande. Nach 220 Kilometern haben wir es jetzt zum holländischen TED geschafft und schauen wir uns erstmal an, wie der Vorderreifen bzw. der E9 ausschaut. Ist an sich eigentlich so gut wie noch nichts passiert, was ganz gut ist. Das heißt also, die Autobahn hat er gut überstanden. Ich habe aber auch 2,6 Bar vorne und hinten reingepumpt, damit er nicht so schnell verschleißt. Losgefahren sind wir im Nassen, das ging auch ganz gut. Und vom Abrollgeräusch her ist er, ja, ich würde sagen, nicht zu laut, also alles um uns herum mal lauter. Der E07 Plus zum Beispiel ist da erheblich lauter, also eigentlich ganz gut. Kurven fährt er auch problemlos, ich würde es nur nicht übertreiben, also es ist halt immer noch ein Geländereifen. Aber wir sind jetzt auf dem TED und werden das auch ausnutzen, also weiter geht's im Gelände. Wir wollen Moped fahren, was macht Adrian? So, nachdem wir die Zelte aufgebaut haben, schauen wir mal, wie der Reifen sich nach über 100 Kilometer TED geschlagen hat. Beim Hinterreifen, der gräbt sich richtig schön vorwärts. Das merkt man vor allem im Sand, weil sobald man Gas gibt, schiebt er einen wieder aus den Furchen raus, so dass der Vorderreifen wieder ein bisschen mehr Luft bekommt und dieses Lenkerschlagen aufhört. Und dadurch, dass der keine versetzten Blöcke hat, merkt man richtig, dass man den auch mit Gas querstellen kann. Also wer Bock auf Driften hat, ist bei dem schon mal gut dran. Ja, und beim Vorderreifen kann man sagen, dass der eigentlich im Grunde genommen überall packt. Also wir sind jetzt durch Sand gefahren, wir sind über Schotter gefahren, wir hatten Schlamm ziemlich viel und egal wo, der hat eine richtig gute Seitenführung gegeben und vor allem in den Kurven und beim Anbremsen merkt man, wie sich die Zähne im Boden verbeißen. Also da schon mal ein Plus. Und was die Laufleistung angeht, nach 100 Kilometern mit Straße, 200 Kilometern Autobahn und ein bisschen Offroad, sieht er eigentlich noch sehr gut aus. Aber mehr sehen wir dann morgen. Wir lassen jetzt mit dem Bierchen den Abend ausklingen. Das darf nicht. Adrian? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen. Bin schon wieder heiß. Geil. Es war eine sehr kalte und sehr nasse Nacht. Und nachdem wir endlich aufgetaut waren, konnte es auch schon wieder losgehen. Mit dem Trans-Euro Trail vor der Türe ging es dann auch direkt weiter in den Sand, um dem Reifen richtig auf den Zahn zu fühlen. Um zu sehen, wie er reagiert, wenn man ihm im Dreck die Sporen gibt. Um die Seitenführung im Sand zu testen. Und weil wir Bock hatten, es so richtig krachen zu lassen. Und weil wir natürlich ein bisschen Sand aufwirbeln wollten.
weil ich euch erzählt habe, wie der Reifen sich sonst so fährt, erzählt der Adrian euch jetzt, wie der Reifen sich im Tiefsand fährt. Ich fahre jetzt auch schon seit einer Weile und gerade im Matsch und Tiefsand hat er richtig Vortrieb, hat eine gute Führung und da kann man richtig Gas geben. Weil dann dreht es auch nicht nur durch, ihr gewinnt richtig an Geschwindigkeit, wenn ihr am Gashahn zieht und das ist echt super. Das macht der Mitas E09 echt wunderbar. Was bei dem Mitas halt auch das Besondere ist, der hat auch noch hier seitlich Profil. Das heißt, wenn er dann im Sand einsinkt, dann kann er seitlich hier auch noch graben, sag ich mal, und gewinnt dann noch mehr an Vortrieb. Ich fahre den in meinen Trainings, auf Reise oder im Alltag. Man muss sich auf der Straße ein ganz kleines bisschen zurücknehmen, vor allem wenn es nass ist, dann ist er mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man ein paar Sachen beachtet, dann wird man mit dem Reifen super glücklich und im Offroad ist er einfach super. Zur Laufleistung bei mir kann ich sagen, der Reifen hat jetzt 1500 Kilometer gelaufen. Das sieht noch sehr gut aus. Was man aber dazu sagen muss, auf der Straße halte ich mich sehr zurück. Also ich gebe langsam Gas, um einfach die Stollen zu schonen. Und man muss dazu sagen, er fährt fast ausschließlich Offroad und nur Straße, um zum nächsten Gelände zu kommen. Das heißt auch schon mal 200 Kilometer Autobahn und dann nur noch ab durchs Gelände. Genau richtig. So ein kleines Update nach 500 Kilometern zu dem Abrollgeräusch. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist der Reifen jetzt laut wie Sau. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht, weil er jetzt eingelaufen ist. Aber jetzt singt er richtig schön. Ich muss auch sagen, das war bisher der beste Straßenreifen, den ich Offroad gefahren bin. Da wird es eigentlich nur noch mit einem FEM oder einem echten Crossreifen besser. Was bei dem Negativprofil aber auch kein Wunder ist. Und wenn wir schon beim Negativprofil sind, kommen wir auch direkt zum Nachteil. Durch die ziemlich weiche Gummimischung und die nicht allzu hohen Profilblöcke hat er nämlich einfach absolut keine Laufleistung. Alleine jetzt schon nach den 777 Kilometern habe ich hier an den inneren Profilblöcken eine Sägezahnbildung und die Kanten fangen an, sich abzurunden. Aber eben diese nicht allzu hohen Profilblöcke in der Kombination mit dem weichen Gummi sorgen dafür, dass der auf der Straße richtig guten Grip hat, aber nicht allzu schwammig wird. Das heißt, man nimmt die Laufleistung in Kauf, um einfach die bestmögliche Fahrdynamik zu erhalten. Der Reifen ist also für die Leute, die wirklich nur ins Gelände wollen und wo die Straße eher als Transit dient. Also ein echter Geländereifen mit Straßenambitionen. Und wenn ihr einen etwas straßentauglichen Stollenreifen braucht, schaut mal hier auf das Video. Oder wenn ihr einen absoluten Allrounder braucht, dann hier auf das Video. Bis zum nächsten Mal.